bleib dir selbst immer treu, hab Spaß an dem, was du machst, verfolg deine Ziele, überprüfe aber auch manchmal deine Ziele, ob es für dich noch passen. Das ist ganz wichtig. Und steck dir gegebenenfalls wieder neue Ziele. Mein Name ist Petra Schaff-Buchgeher. Ich bin Entwicklungsingenieurin im Bereich Elektronik, Elektrotechnik bei der Firma Rosenbauer. Das Allercoolste ist, dass man ein neues Produkt entwickeln darf, dass man sieht, was aus diesem Produkt wird, wie es in ein Fahrzeug eingebaut wird und wie es dann die Kunden nützen. Und was ich noch cool finde, ist eigentlich das Programmieren der Steuerung. Man schreibt ein paar Zeilen in ein Programm, spielt das auf die Steuerung und plötzlich beginnt das Produkt sich zu bewegen, es fängt an zu leben. Man verschafft dem Produkt den Charakter eigentlich und das grenzt irgendwie ein bisschen an Zauberei. Es ist laut. Also wenn man in einem Flughafenlöschfahrzeug sitzt, in einem 8x8-Panther, dann hat man 1400 PS im Rücken, da tut sich dann schon was. Also die Testumgebung ist manchmal sehr gewöhnungsbedürftig. Dadurch, dass die Entwicklungen eigentlich dann immer am Fahrzeug getestet werden, hat man oft sehr wenig Zeit, das Produkt selbst zu testen, weil das Fahrzeug dann eigentlich gleich direkt zum Kunden geht und da ist Zeitmanagement sehr wichtig. Die Firma Rosenbauer stellt Feuerwehrfahrzeuge her für den Kommunalbereich, Flughafenlöschfahrzeuge, Industriebereich, aber auch Sonderfahrzeuge. Sie liefert auch diverse Ausrüstungsgegenstände vom Helm, Bekleidung, Stiefel, also eigentlich alles, was irgendwie zu Feuerwehrfahrzeug gehört. Meine Aufgabe bei Rosenbauer ist es, zusammen mit anderen Kollegen, die können direkt aus der gleichen Abteilung sein oder auch aus anderen Abteilungen, Produkte zu entwickeln oder weiterzuentwickeln oder zu verbessern. Ja, da überlegt man mal, wie kann man die Idee umsetzen. Also es gibt ein Konzept dazu, da macht man erste Systemtests. Da sieht man schon, werden die Anforderungen, die an das Produkt gestellt werden, erreicht. Werden sie nicht erreicht, dann muss man wieder zurück an den Anfang. Ansonsten kann man weitergehen, das neue Produkt zu verfeinern. Ja, und die Hauptaufgabe ist wirklich das Programmieren der Steuerung. Hat man diese Aufgabe erschafft, man macht während dem Programmieren schon immer kleine Systemtests, dann geht man meistens an das Fahrzeug und überprüft, funktioniert das, was man sich überlegt hat, und da erlebt man manchmal sehr kleine, manchmal auch sehr große Überraschungen. Ich überprüfe derzeit die Software von meinen Kollegen. Also ich schaue, passen die Daten dazu, stimmt die Datenbank dahinter, überprüfe, ob die Schnittstelle nach außen hin, also sprich zur Fertigung, zum Kundendienst passt, dass alles im gleichen Bild erscheint, und überprüfe, ob das Programm wirklich zur Software, zum Source Code selbst auch passt. Es hört sich vielleicht nicht ganz so entspannend an wie Produktentwicklung, aber man kann sich auch da sehr gut einbringen und vervielfältigen. Man bleibt, was für mich ganz wichtig ist, auf dem Letztstand der Technik, und es macht auch Spaß. Ich bin auf einem Bergbauernhof in Kärnten aufgewachsen, habe Volksschule, Hauptschule gemacht. Ja, ich habe dann die HTL gemacht. Nach der Matura habe ich versucht, eine Arbeit zu finden. Das war aber damals sehr schwer. Da war die Wirtschaftslage nicht ganz so rosig. Habe dann mit dem Mechatronikstudium begonnen und habe mich im Schwerpunkt Automatisierungstechnik und Regelungstechnik konzentriert. Habe während dem Studium viele Ferialarbeiten, Ferialpraktikas gemacht, habe auf der Uni auch einige Tutorenjobs gemacht. Zur Firma Rosenbauer bin ich gekommen eigentlich durch einen Studienkollegen, der war Feuerwehrmann und der hatte einen Feuerwehrkalender im Zimmer hängen. Und für mich war das irrsinnig faszinierend, was da an Technik in einem Fahrzeug drinnen steckt. Mir war das bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht bewusst. Dann habe ich erfahren, dass das ja in der Nähe von Linz ist, habe mich dann dort beworben, bin zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen worden und bin dann auch Gott sei Dank genommen worden, weil es hier wirklich spannende Aufgaben, interessante Aufgaben gibt. Machte dann auch einen Auslandseinsatz bei unserem Tochterunternehmen im Metz, beim Metz in Karlsruhe, und war dort für konzernübergreifende Schnittstellenkoordination zuständig. Ja, danach bin ich schwanger geworden. Mittlerweile habe ich 2 Kinder. Nach der Karenz war ich immer kurzzeitig für 4 Monate
Vollzeit im Einsatz, weil mein Mann zu Hause war, und danach konnte ich die Zeit auf 15 Stunden reduzieren. Wobei das bei mir so ausschaut, dass ich einen Tag in der Firma bin und den Rest über Telearbeit erledigen kann. Mittlerweile bin ich 11 Jahre bei der Firma Rosenbauer. Es wird natürlich auch ohne meinen Werdegang gehen. Wir haben hier in der Abteilung einige Kollegen, die direkt von der Fertigung hier heraufgekommen sind. Einige Kollegen und Kolleginnen mit HTL-Matura und auch Kollegen, die einen FH-Abschluss oder Uni-Abschluss haben. Man muss offen sein für Neues, man muss ehrgeizig sein in dieser Abteilung, man muss Spaß an der Sache haben und man darf durchaus technikverliebt sein.